Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man von dem Nahfeld eines ICs auf sein Fernfeld schließen kann. Das ist extrem wichtig, wenn man die potenzielle Gefährlichkeit eines ICs einschätzen will, wie er Fernfeld letztlich produziert. Und das Nahfeld, das kann man relativ leicht messen. Das sehen wir hier, man hält einfach die Nahfeldsonde ran, zum Beispiel eine elektrische Feldsonde. Aber was dieses Feld jetzt potenziell im Fernfeld auslösen kann, ist relativ undurchsichtig, also sehr schwer zu erfassen. Ich will Ihnen einen Weg zeigen, wie man das organisieren kann. Sie sehen hier das Prinzipschaltbild eines ICs, wie er Feld produziert. Hier vom Pin über Bonddraht, Leadframe, Die, wieder zurück, zum Beispiel VSS, VDD-System, kann hier zum Beispiel durch einen Spannungshub elektrisches Feld von diesem Pin ausgehen, auch von dem Inneren des ICs. Und hier, wie gezeigt, kann durch den Strom ein Magnetfeld erzeugt werden. Diese beiden Felder, die können letztlich im Fernfeld Störaussendung erzeugen. Die beiden Felder, das elektrische Feld und das magnetische Feld, haben getrennte Wege zum Fernfeld. Man muss also diese Felder getrennt messen, um das Ergebnis zu erzielen. Um die Störaussendung eines ICs zu beurteilen, benötigt man eine Hardwareanordnung, in der der IC eingebettet ist, die gewissermaßen die Nahfelder in das Fernfeld überträgt. Und solche Anordnung, die kann in einfachster Art zum Beispiel folgendermaßen aufgebaut sein: Das elektrische Feld eines ICs, was wir hier im Bild sehen, das dringt ja nach oben in den Raum hinein, und das kann durch ein Metallteil aufgefangen werden. Zum Beispiel nehme ich mal dieses Lineal als Metall und koppelt das praktisch hier hinein ein, das elektrische Feld, in dieses Metallteil. In der Praxis kann das ein Kabel sein, ein Konstruktionsteil oder eine benachbarte Baugruppe oder irgendwas, was da gerade ist im Gerät. Und dieses Feld koppelt hier rein und regt dieses gesamte Teil an und erzeugt damit die Störaussendung und strahlt dann gewissermaßen ab. Hier ist das Prinzip dargestellt. Der IC hat hier eine Leitung, es kann auch nur das Pin sein oder Bonddraht Leadframe im Internen, erzeugt das elektrische Feld, und entlang des elektrischen Feldes wird ein Verschiebestrom fließen. Und dieser Verschiebestrom fließt in das vorhin gezeigte Metallteil ein und erzeugt hier eine stehende Welle, entsprechend der Frequenz. Und diese stehende Welle, diese Stromwelle, das ist eine Stromwelle, die wird natürlich eine Störaussendung auslösen, die ist orthogonal in den Raum hineingeführt wird. Und die wird natürlich dann, wenn man eine Antenne aufstellt, bis zu einer Antenne gelangen können und kann hier gemessen werden, im Abstand im Raum, als elektrische Feldstärke. Zwischen dem Erregerstrom I, der vom IC ausgelöst wird, und der elektrischen Feldstärke des Fernfeldes im Abstand besteht ein proportionaler Zusammenhang. Der proportionale Zusammenhang wird natürlich hier durch die Eigenschaften dieses Hardware-Systems beschrieben. Und den kann man natürlich messtechnisch erfassen. Man kann also gleichzeitig den Erregerstrom messen und gleichzeitig die Feldstärke E und dann gleichungsmäßig aus diesen beiden Größen den Gerätefaktor bilden, hier logarithmisch dargestellt. Dieser von uns ermittelte Gerätefaktor gilt nur für die Anordnung, wenn das Metallteil 1 cm über dem Test-IC angeordnet wird. Dieses Metallteil kann ein Kabel sein, eine Metallstrebe sein oder irgendein beliebiges metallisches Teil. Und in dieser Anordnung wird praktisch die größte anzunehmende Störaussendung erzeugt. Natürlich ist es so, dass, wenn man den Abstand verringert, die Störaussendung noch größer wird, aber wir beziehen uns auf den 1 cm.